Hallo liebe Zuschauer und Blender-Fans. Aus aktuellem Anlass habe ich dieses Video dem angekündigten nächsten Video für die Vorbereitungen zu Animationen vorgezogen. Der Grund ist, dass es mir nach wochenlanger Recherche, Suche, Experimenten tatsächlich gelungen ist, Haircurves zu animieren, ohne dass dafür irgendwelche Konvertierungen wie zum Beispiel Mesh oder Partikelsysteme und auch keine externen Add-ons nötig sind. Auch Arbeiten im bzw. mit dem Geometrie Node Editor sind definitiv nicht nötig. Es gibt natürlich Add-ons, die Haircurves animieren können, aber dort geht es eher darum, dass Haare zum Beispiel im Wind herumfliegen oder herumwirbeln. Aber darüber, dass zum Beispiel ein Zopf oder Pferdeschwanz bei einer schnellen Kopfdrehung hinterherfliegt oder mitschwingt oder einfach nur bei normalem Gang des Charakters auf und ab wippt, habe ich bei meinen Recherchen schlicht nichts gefunden, weder im Blender Manual, noch in YouTube-Videos, noch in einschlägigen Foren. Fast alles, was ich in diesem Video zeige und erkläre, habe ich mir vor allem aus zahlreichen Teilinfos und Experimenten damit erarbeitet. Und siehe da, es geht. Okay, es geht los. Mein Workflow hat insgesamt 10 Phasen, von denen aber je nach Arbeitsweise einige nicht auf jeden von euch zutreffen. Ich nenne die Schritte, zeige Bilder bzw. Clips dazu, gebe dazu bei Bedarf Erklärungen. Hinweis: Es gibt während der Arbeit einen Punkt, den jeder unbedingt beachten muss. Ich weise an der betreffenden Stelle gegen Ende des Videos darauf hin. Es ist wichtig. Die folgenden Punkte 1 bis 6 von 10 treffen zu, wenn ihr für die Animation spezieller Haarteile, zum Beispiel Zopf, Pferdeschwanz, animieren wollt. Andernfalls springt ihr gleich zu Punkt 7. Wobei ich dazu aktuell noch am Experimentieren bin, wie das Ganze in einem Mesh mit einer Haircurve am besten gestaltet wird, wenn nur ein kleiner Teil der vorhandenen Haare animiert werden soll. Grundsätzlich funktioniert es, das weiß ich jetzt schon. Erstens: Erstellung einer UV-Map für das Haarteil, also zum Beispiel Zopf oder Pferdeschwanz. Das ist nötig, wenn sich nur ein ausgesuchter Teil eurer Haare, wie in meinem Fall ein Pferdeschwanz, bewegen soll, der Rest der Haare aber nicht. Zweitens: Ihr benötigt jetzt zusätzliche Geometrie an der betreffenden Stelle, insbesondere dann, wenn wie in meinem Beispiel ein Haarband oder Ring oder eine Schleife Zopf oder den Pferdeschwanz zusammenhalten. Am besten markiert ihr den betreffenden Bereich mit Seam, wie hier gezeigt. Danach erfolgt, sofern Haarband, Ring oder ähnliches vorhanden sind, der Extrude. Außerdem ist es nötig, in diesem Bereich Subdivide für die Faces anwenden, damit später der Wet Paint, siehe Punkt 10, korrekt funktioniert. Hinweis: Sofern sich in eurer Haircurve keine Haarschleifen oder ähnliches befinden, benötigt ihr die Aktion mit dem Extrude natürlich nicht, aber die Vorgehensweise ab Punkt 3 ändert sich nicht. Wenn ihr diese Haircurve-Animation mit einer bereits bestehenden Haircurve und vorhandenen Haaren machen wollt, müsst ihr aber aufpassen, dass ihr Punkt 3 möglichst genau in den Bereich setzt, wo sich euer Zopf oder Pferdeschwanz befinden. Drittens: Mit dem UV-Editing aus dem Hauptmenü eine UV-Card mit Faces erstellen. Wie ich hier zeige, ist es dabei unbedingt nötig, dass diese UV-Map nicht mit bereits bestehenden kollidiert. Das würde zu Warnungen führen, wenn sich eventuell bereits vorhandene Haare im Bereich der neuen UV-Map befinden. Viertens: Die benötigte Haircurve setzen, dabei unbedingt darauf achten, dass vorher rechts bei Properties unter dem Punkt Data UV Maps die UV-Map als erstens aktiviert ist und das Mesh, auf dem die Haircurve platziert wird, links oben unter Objektmodus aktiv ist. Der Übersicht halber gebt ihr eurer neuen Haircurve jetzt noch, wie hier gezeigt, eine eigene Bezeichnung. Fünftens: Im Outliner nun die Haircurve aus viertens aktivieren, links oben im Viewport den Punkt Sculpt Mode wählen
und die Haare ausarbeiten. Eher zu viele als zu wenige, sorgfältig setzen und kämmen, vor allem breit fächern. Jetzt geht es an die Modifier, die sich der Einfachheit halber im Asset Browser befinden. Set Hair Curve Profile, Clamp Hair Curves und Interpolate Hair Curve setzen. Diese Reihenfolge ist hier wichtig, weil alles, was nach dem Interpolate Modifier kommt, keine Wirkung zu haben scheint. Hinweis: Im Modifier Set Hair Curve Profile die Punkte Faktor Min und Faktor Max einbeziehen. Die haben Auswirkungen auf die Fülle des sichtbaren Volumens der Haare. Siebtens, einen Bone für unsere Hair Curve Animation erstellen und dem bzw. einem Hauptbone des Meshes unterordnen, auf dem sich die Hair Curve befindet. Achtens, diesen Bone in der Vertex Group des Meshes platzieren, auf dem sich unsere Hair Curve befindet. Neuntens, den Bereich der Geometrie unseres UV mit Weight Paint zeichnen. Hier nochmal der Hinweis aus drittens, unbedingt mit Subdivide genügend Faces vorhalten, das kann hier im Edit-Modus noch nachgeholt werden, bei zu wenigen Faces arbeitet Weight Paint nicht korrekt. Sofern ihr aus gegebenem Anlass die ersten 6 Punkte übersprungen habt, wird es hier, eigentlich schon beim Platzieren des Bones, etwas, ich nenne es mal unsicher, weil ich bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau weiß, wie Weight Paints bzw. Bones gesetzt gestaltet werden müssen, wenn einzelne Haare oder kleine Gruppen, zum Beispiel Ponys, animiert werden. Ich weiß bislang nur, dass auch das geht. Wenn ich Ergebnisse habe, platziere ich die in der Videobeschreibung oder schiebe, falls notwendig, ein kurzes Video hinterher. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere von euch dazu nach der Anleitung oben dazu Ideen. Wenn ja, immer rein damit in die Kommentarfunktion. 10. Animation testen. Ich setze hier voraus, dass ihr mit dem Animationseditor umgehen könnt. An dieser Stelle jetzt der zu Beginn erwähnte wichtige Hinweis. Die gleich beschriebenen Auswirkungen sind im Layout-Modus und dort im Edit-Modus sichtbar. Aber selbst wenn man überwiegend im Modeling-Modus arbeitet, hat das später dennoch Auswirkungen auf die Animation. Sofern ihr nach dem Testen der Animation zurück in die Modellierung müsst, aus welchen Gründen auch immer, denkt bitte unbedingt daran, an der hier gezeigten Stelle wieder die Rest-Position einzustellen. Tut ihr das nicht, werden nachfolgende Modellierungen Stellungsfehler provozieren, die sich aber nicht bei der Modellierung, sondern der nächsten Animation bemerkbar machen und sich im weiteren Verlauf nicht mehr rückgängig machen lassen. Zumindest habe ich dazu keine Möglichkeit gefunden. Ja, mir ist diese folgenschwere Unachtsamkeit passiert. Glücklicherweise hatte ich eine zeitnahe Projektversion vor diesem Fehler zur Hand. Es gibt eine Ausnahme, bei welcher der Pose-Modus auch im Layout-Modus und nur dort benötigt wird. Nämlich um die Auswirkungen der Modifier-Einstellungen der Haare in verschiedenen Posen zu vergleichen. Dort im Modifier-Stack und nur dort,
könnt ihr mit dem in der Animation belassenen Pose-Modus gefahrlos arbeiten, also ohne fehlerhafte Auswirkungen auf nachfolgende Animationen. Hier jetzt mal eine kleine Demo meiner wochenlangen Bemühungen, was die Animation von Haircraft betrifft. Ist sehr simpel, ich weiß, zeigt aber gut die gerenderte Version der Haare der animierten Haircraft. Wie ihr im Video gesehen habt, ist es nicht kompliziert, nicht einmal besonders schwer. Habt ihr noch Fragen? Einfach wie war da oben schon erwähnt, die Kommentarfunktion nutzen. Dann also bis zum nächsten Video, welches ja schon angekündigt und in Arbeit ist. Und wie immer ganz wichtig, bleibt alle gesund.